Mehrteilige Konjunktionen. Die mehrteiligen Konjunktionen gehören zu den sogenannten nebenordnenden Konjunktionen. Sie senden das Verb also nicht ans Ende, aber sie haben alle eine unterschiedliche Bedeutung, die ich dir in diesem Video hier erklären werde. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Gestern haben wir schon die sogenannten nebenordnenden Konjunktionen behandelt, nämlich die alleine stehen, die Einzelwörter. Heute geht es um die mehrteiligen Konjunktionen. Das sind streng genommen auch nebenordnende Konjunktionen, also die eben das Verb nicht ans Ende des Satzes schicken, sondern auch hier gleichwertige Dinge miteinander verbinden. Mehrteilige Konjunktionen, wie es der Name natürlich schon sagt, haben natürlich dann mehr als einen Teil, also sie bestehen aus mehr als einem Wort, aus zwei oder auch noch mehr Wörtern. Manchmal werden sie mit einem Komma abgetrennt, manchmal nicht. Manchmal stehen sie zusammen, manchmal aber auch ganz am Anfang der zwei verbundenen Sätze. Wie genau das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von Beispielen und meinem E-Book. Schauen wir uns jetzt die unterschiedlichen mehrteiligen Konjunktionen an. Als erstes sowohl als auch. Sowohl als auch beschreibt eine doppelte Aufzählung. Also zum Beispiel, meine Freundin sollte sowohl hübsch als auch intelligent sein. Das bedeutet, es muss beides hier erfüllt sein. Also meine Freundin, ich möchte, dass meine Freundin hübsch und intelligent ist. Du kannst das hier auch gegen und austauschen. Meine Freundin sollte hübsch und intelligent sein. Das ist eine andere Variante zu und. Als nächstes haben wir nicht nur, sondern auch. Das ist ebenfalls eine doppelte Aufzählung und auch hier wieder eine andere Variante für und. Max war nicht in Brasilien, sondern auch in Kolumbien. Also anders gesagt, Max war in Brasilien und in Kolumbien. Hier liegt der Fokus, der Unterschied zum und ist hier liegt er mehr auf diesem zweiten Teil, sondern auch, also es hebt das nochmal so richtig hervor, im Sinne von, man hat das vorher nicht erwartet. Hier, bei dem hier oben, ist das einzigste, der Fokus auch, dass man definitiv beides möchte, aber ansonsten besteht kein wirklicher Unterschied zu und. Schauen wir uns als nächstes weder noch an. Das ist jetzt die doppelte Verneinung. Also Max war weder in Brasilien noch in Kolumbien. Das bedeutet, Max war nicht in Brasilien und auch nicht in Kolumbien. Hier ist es auch, er war in beiden Ländern noch nicht. Und das kannst du auch mit und machen, klingt aber etwas umständlich, weil du da zweimal das nicht drin brauchst. Deswegen klingt das so viel besser mit dem weder noch. Max war weder in Brasilien noch in Kolumbien. Und als nächstes haben wir zwar, aber. Hier beschreiben wir immer einen Gegensatz, also in der Regel etwas Positives und der Gegensatz dazu, also negativ. Meine Freundin ist zwar hübsch, aber nicht sehr intelligent. Also bedeutet, hier haben wir das Positive und da dann das in Anführungsstrichen Negative. Also immer einen Gegensatz beschreiben wir hier. Und als letztes haben wir auch noch entweder oder. Hier gibt man Alternativen. Max will entweder nach Brasilien oder nach Peru fliegen. Hier gibst du immer eine Alternative, also du möchtest nach Brasilien oder nach Peru. Das geht also auch ohne das Entweder, aber mit dem Entweder, dann stellt es das nochmal so richtig in den Mittelpunkt. Also du betonst es, dass das Brasilien oder Peru sein soll. Und wenn du jetzt hier schon aufgepasst hast, einige davon trennt man mit Komma, nämlich sondern und aber, und der Rest steht ohne Komma dann da. Und grundsätzlich zur Wortstellung
Die meisten stehen diese Konjugationen vor den Wörtern oder Satzteilen, auf die sie sich beziehen. Entweder und zwar und weder können aber auch auf Position 1 stehen. Dann betonst du das nochmal ganz besonders. Hier nochmal ein paar Beispiele dazu. Zwar ist meine Freundin hübsch, aber nicht so intelligent. Meine Freundin ist zwar hübsch, aber nicht so intelligent. Das ist exakt dieselbe Aussage, aber wenn du das zwar hier hinsetzt, dann betonst du das nochmal so richtig, aber das Adjektiv bleibt immer hier hinten. Dasselbe auch mit entweder oder. Entweder fahre ich nach Brasilien oder nach Kolumbien. Ich fahre entweder nach Brasilien oder nach Kolumbien. Und auch bei weder noch. Weder fahre ich nach Brasilien noch nach Kolumbien. Ich fahre weder nach Brasilien noch nach Kolumbien. Also hier gibt es nur bei der Betonung einen Unterschied. Also hier betont man das nochmal stärker, wenn es von steht. Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied in der Aussage selbst. So, jetzt solltest du ein Experte auf dem Gebiet der deutschen Konjunktionen sein. Falls du dir die anderen 2 Videos noch nicht angeschaut hast oder dir grundsätzlich noch nicht ganz so sicher bist mit den deutschen Konjunktionen, dann empfehle ich dir, schau dir da meine Playlist zu den deutschen Konjunktionen an. Da erfährst du alles, was du wissen musst. Und ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen, dann lass einen Like da und ansonsten sehen wir uns dann wieder beim nächsten Video in der nächsten Woche und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.